Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und wie ihr gerade schon sehen könnt, wird es heute hier weitergehen am neuen Häuserblock, der dann drüben in den neuen Räumlichkeiten seinen Platz finden wird. Und zwar möchte ich heute allgemein vor allem hier, denke ich mal, in dem Bereich weiterarbeiten, hier in der Kanzlei und auch hier vorne. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe ja einiges an neuen Steinen bekommen, wie ihr ja wahrscheinlich im letzten Haul-Video gesehen habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich baue hier einfach ein bisschen weiter. Was ich auch machen möchte, ist, dass ich ein bisschen mit der Beleuchtung vorankomme, dass ich die jetzt gleich mit einbaue und nicht mehr nochmal rückbauen muss. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, dass beim allerersten Entwurf Beleuchtung immer so ein Thema ist, wo ich noch nicht ganz weiß. Und deshalb wird im allerersten Entwurf noch keine Beleuchtung eingebaut. Aber wenn ich jetzt langsam einen Weg habe, ein Design habe, das ich vorantreibe, dann kann ich auch die Beleuchtung gleich mit einbauen und das werde ich heute hoffentlich gleich mitmachen. Und ansonsten würde ich sagen, es geht los und wir schauen einfach mal, wohin es heute hier bei unserem neuen Häuserblock gehen wird. Und ihr könnt sehen, dass es Fortschritte gibt und zum einen habe ich jetzt einiges an der Grundstruktur vorangebracht. Ich habe erstmal hier alle Pfosten hingestellt, damit wir hier eben auf die richtige Höhe kommen. Hier vorne noch kurz die Wand nach vorne gezogen und hier ist ja das Ende unseres Gebäudes, in der die Kanzlei ist. Ich habe auf der Seite jetzt die Treppe nach oben gezogen. Das Ganze sieht dann von der anderen Seite so aus. Da kommen später wahrscheinlich noch ein paar Schränke oder Tische hin, irgend sowas in der Art. Ansonsten habe ich die Verkabelung weitergemacht. Man sieht es jetzt nicht mehr so richtig, weil ich das wieder aufgebaut habe. Darunter ist ja ein 6-fach-Verteiler, da fällt die Stütze um, die Säule. Dann habe ich hier drunter ein Bitlight angebracht, ein Striplight angebracht, einfach um hier zu beleuchten. Das Kabel geht hier in der Säule runter und unter den Boden, ebenso da rein. Und dann habe ich hier drüben noch eine Lampe angebracht und 5 weiße Fliesen. Meine Idee ist, dass ich hier irgendwelche Urkunden, was auch immer, irgendwelche Zeugnisse oder was auch immer von den Anwälten anbringe, einfach um hier drüben auch noch irgendwas zu haben. Und was ich von euch noch gerne wissen würde, habt ihr irgendeine Idee, was wir hier noch hinmachen können, damit es nicht total leer aussieht? Ich werde wahrscheinlich da jetzt noch ein paar Pflanzen hinmachen, vielleicht einen Teppich in Anführungsstrichen, irgend sowas. Und hier kommt da wieder eine Tür rein, die dann natürlich ebenso wie hier drüben in einen Raum führen wird. Und hier werden dann Angestelltenbüros sein. Das ist ein Büro für die Angestellten. Und ja, ich mache jetzt den Boden auf jeden Fall zu, baue die Wand hier fertig und dann sind wir hier vorne schon mal grundsätzlich ein ganzes Stück vorangekommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Eine kleine Info zwischendurch, bevor ich es vergesse, und zwar ab heute bis zum 22.11. gibt es bei meinem Beleuchtungspartner Illumetio Bricks, ihr befindet einen Link oben rechts im Video oder unten in der Videobeschreibung, mit dem Code hier Early Bird 15% auf alles, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr wisst, wenn ihr die Videos öfter schaut, dass ich eigentlich alles hier mit dem System beleuchte. Hier vorne im Bereich der Stadtmauer, auch hier die Gebäude, die ja dann noch woanders hinkommen werden. Die ganze Beleuchtung hier mit den Fahrzeugen etc. Auch das System hier, dass die Autos so abnehmbar sind und einfach dann wieder leuchten, wenn man sie draufsetzt. Ebenso wie die ganze Beleuchtung hier im Bahnhof. Das betrifft natürlich auch die Beleuchtung hier im Musikladen. Alles das ist mit den Elementen von Illumetio Bricks beleuchtet. Ebenso auch hier unten alles. Und wie gesagt, wenn ihr den Code benutzt. Ich gehe nochmal nach vorne, damit ihr ihn gleich nochmal seht. Ich blende ihn am besten gleich auch nochmal ein. Early Bird, dann bekommt ihr 15% auf alles. Ab heute bis zum 22.11. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, schaut einfach mal rein. Und wenn ihr dort was kauft, über meinen Link unten oder rechts, wie gesagt, dann unterstützt ihr auch die Brickworld ein bisschen damit. Darüber würde ich mich auch sehr freuen und vielen, vielen Dank. Es hat sich erneut einiges getan, wie ihr sehen könnt. Und zwar ist die ganze Wand hier drüben fertig. Die Aufkleber hier, die mache ich noch demnächst im nächsten Video. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was man da so drauf machen könnte. Ansonsten habe ich hier hinten auch noch das Grüne etwas eingebaut. Hier will ich auch noch irgendwas einbauen. Ich weiß noch nicht, was genau. Ich habe soweit gepflastert, wie ich konnte. Mir fehlen ein paar Fliesen. Die sind aber auch schon seit einigen Tagen bestellt. Also zum Beispiel hier so einer oder so, ja, einer Fliesen. Da hinten noch ein paar Zweierfliesen. Die sind aber alle bestellt. Sollten noch bald kommen. Was ich aber jetzt auch noch bestellen muss, ist, ich brauche mehr von den Tan Bricks, um hier die Mauer fertig zu kriegen. Stattdessen habe ich aber jetzt mal hier oben alles so weit fertig gemacht, dass wir jetzt einfach mal testweise ein Dach draufsetzen können auf den vorderen Bereich. Einfach mal zu schauen, wie auch die ganze Beleuchtung aussieht, wenn da jetzt von oben nicht mehr normales Licht reinfällt, sondern wir wirklich nur die Beleuchtung haben, die im Inneren ist. Da bin ich schon drauf gespannt. Das machen wir auf jeden Fall heute in diesem Update noch. Und ja, ich würde sagen, ich baue hier jetzt mal kurz einen Deckel zusammen und dann schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht. Ihr seht, dass ihr etwas weniger seht, denn ich habe das Licht hier im Raum gedämmt,
Ich habe jetzt hier oben eine Decke erstmal so provisorisch eingebaut. Hier ist natürlich eine Lücke, wo die Treppe sein wird, einfach um da oben dann später noch so eine Art Galerie zu bauen. Und ich gehe jetzt einfach mit euch mal außen rum um den Tisch, ohne um irgendwie runter zu werfen oder umzufallen. Und dann können wir jetzt mal zusammen hier vorne reinschauen. Und dann sehen wir, wie das Ganze jetzt hier drinnen aussieht. Ich schaue mal mit euch durch die Fensterscheiben. Ich schaue, ob das hier ein bisschen richtig fokussiert. Dann bestrahlt das Ganze natürlich gleich wieder. Da müssen wir hier mal wieder Helligkeit einstellen. Und ich muss sagen, eigentlich gefällt es mir doch ganz gut. Auch mit der Beleuchtung hier außen. Man kann überlegen, ob man noch irgendwas machen möchte, dass man das hier besser sieht. Wobei man sieht es eigentlich in der Realität relativ gut, muss ich sagen. Ansonsten, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, ist das doch schon mal ein ganz guter Anfang, wenn man das sich hier die Kanzlei so anschaut. Mit der Beleuchtung bin ich sehr zufrieden, auf jeden Fall. Es wird natürlich noch imposanter werden, wenn dann auch die weiteren Stockwerke beleuchtet sind, wenn die Bank beleuchtet ist, wenn hier unser kleiner Donutladen beleuchtet ist. Wobei mir da einfällt, ob ich jetzt nicht einfach nochmal schaue, ob ich hier noch so weit den Donutladen fertig kriege, dass ich noch oben ein, zwei Lichter einbauen kann, damit wir einfach mal sehen können, wie es aussieht, wenn auch da Licht drin ist. Das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Idee für dieses Update. Glaube ich, mache ich jetzt gleich noch schnell und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an mit beleuchtetem Donutladen. Ich habe jetzt hier mal ein Dach auf unseren kleinen Donutladen gebaut. Das muss noch ein bisschen verschönert werden. Das soll hier noch weiß werden. Das hier soll auch noch verschönert werden. Und ich muss noch irgendwie schauen, wie ich den Übergang hier zu unserem eigentlichen Kanzleigebäude hübscher bekomme. Da werde ich auch noch irgendwas machen müssen, weil das gefällt mir auf jeden Fall nicht so, wie es ist. Aber ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier einfach mal ein Stripe-Light, man sieht es von außen gar nicht, eingebaut, vorne im Kundenbereich. Ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich später nochmal ein Licht, ein kleineres, hinten bei unserer Verkäuferin einbauen, weil da ist es dann doch ein bisschen arg dunkel, dadurch, dass das Licht ja eben nur hier vorne ist. Ihr seht auch, dass die Einrichtung noch gar nicht fertig ist, aber das Dach ist soweit fertig, dass man es hier aufsetzen kann. Ich sehe einfach nur von hier bis hier zum Rausnehmen. Das hier ist dann wieder fest und auch alles an den grauen Stein ist fest. War die einfachste Lösung. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mache jetzt gleich nochmal einen Cut, mache dann hier nochmal Lichter im Raum das Licht aus. Dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal kurz an, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Und so sieht es also aus, wenn es dunkel ist. Wir müssen schauen, wie der Lichtsensor mitspielt. Aber es ist doch ganz nett. Auf jeden Fall bringt das Licht einiges Atmosphäre rein. Ich finde auch schön den Kontrast zwischen den eher wärmeren Tönen hier und den eher kälteren Tönen hier aus dem Bricking Donuts Laden. Und das macht hier auf jeden Fall eine schöne Sache her. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, vor allem von der Lichtstimmung und vor allem dann auch, wenn es dann drüben richtig auf der Platte stehen wird, wenn die Platte irgendwann mal gebaut wird. Aber ich muss sagen, kleine Info zum Plattenbau. Ich habe jetzt doch noch Rückantwort von einem Schreiner hier aus der Nähe, ein paar Dörfer weiter bekommen. Der schaut sich das Ganze jetzt mal an und schickt mir da mal einen Preis. Ich bin gespannt, wie hoch der ist. Zumindest wäre das so, dass ich das dort abholen könnte. Das heißt, ich spare mir auf jeden Fall schon mal die fast 170 € Versand. Das heißt, auch der könnte vielleicht ein bisschen teurer sein als das, was ich bisher hatte. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Ich weiß noch nicht, wann ich eine Antwort bekomme, aber ich bin gespannt und werde euch auf dem Laufenden halten. Ansonsten würde ich sagen, das hier ist unser heutiges Ergebnis. Ich bin zufrieden, ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Schreibt mir auch gerne eure Ideen, wie immer. Ihr wisst ja, ich gehe gerne darauf ein und beantworte alles, soweit ich kann. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auch heute wieder. Schönen Samstag euch allen. Und natürlich bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Ihr hört an meiner Stimme vielleicht, dass ich schon wieder irgendwie krank bin. Kindergarten sei Dank. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr es nicht getan habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier weiter in der Brickworld geht. Und dann sage ich nur noch Tschüss.